Weiß ich auch nicht. Was ist das? Schildkröte? Dreh's mal um, zeig mal her. Es ist Samstagmorgen, der 26. Januar. Wir sind früh aufgestanden, denn wir haben viel zu tun heute, große Pläne. Wir werden jetzt ungefähr 1,5 Stunden fahren zur LDS Citrus and Cattle Ranch, wo die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage knapp 40.000 Rinder hat und mehrere hunderttausend Zitrusbäume. Und da gibt es ein Besucherzentrum, was man sich anschauen kann. Die haben dort eine Tour, wo man dann bei der Farm mit einem Bus rumgefahren wird und man sich alles anschauen kann und erklärt wird, wie die dort verantwortliches Farming durchführen. Und das wollen wir uns heute anschauen. We arrive. Oh, in 6 Miles. Ja, stimmt. In 6 Meilen sind wir da. So, wir sind jetzt da. Sind hier beim Besucherzentrum. Yeah, would That'd be would nice. Be nice, wouldn't That'd it? be nice. Here, so right there. So he's about 12 and a half feet between the eyes. Yeah. And the nose. Wow. And hopefully today we'll get to see some. Ooh. Yesterday we only saw one. It just depends on the weather. They're really touchy. They get out. This ranch is owned by an affiliate of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, which is called the Farmland Reserve. So the yellow boundaries are right here, and the ranch is 30 miles wide and 50 miles long. So it is 300,000 acres, and there's 200,000. And the main purpose of this ranch is a cow-calf operation. And so we're the largest cow-calf operation in the United States and possibly in the world. Wow. And so currently we have 45,000 cows, including replacement heifers, 35,000 calves, 2,600 bulls, and 120 horses. And you're going to see today, probably when you came in, you'll see lots of cows and calves. This home was actually built in the 1920s by Senator Carroll of Florida. And this is a picture when they started to remodel, and that is actually what our husbands do. Is they have 65 homes here on the ranch, and they are leased to people who live here and work on the ranch. There are 85 employees. And so they try to do 2 or 3 a year. Since we've been here, you worked on 2, and they tear them down to the foundation and leave out some of the walls, and then it can be deemed a remodel instead of a new, which costs half as much money. So they do some pretty crazy work. This floor here is original to this since 1920, and it is cypress. And cypress is known for being able to withstand the moisture, the heat, and the bugs, and that's why it is so. You can see that this is really low in water right now, and so they basically just graze and drink out of the canals and the ditches on the ranch. And it's very dense, and it is not a place I would go for a walk in. So sah die Farm aus in den 50er Jahren, als sie hier angefangen haben. So it's pretty. And then right here at the end of this is the artesian well, Paul, and it was on. So we have 300 artesian wells on the ranch. Then they turn the artesian wells on. This one's on today. And so the cattle, there's cattle all back in there, and they'll come out here to drink. Oh, das ist, wo die Kühe dann trinken And und so. stop for just a second, honey. Take a picture. So there are 300 of these. They sink 300 feet into the Florida aquifer, which gives them the pressure to bring the water up and out. And as I said, these waters are all leased. Florida doesn't let anybody buy their water. They lease it. And the shallow wind is 13 Swimming to hole. 15. Let's see, the shallow wind is less than that. It's really shallow. You can see how clear it is. So, and then it goes as deep as 13 to 15 feet. Wow. So here is the rule at the ranch. If you're going to come swimming, you have to walk the whole perimeter of the fence and look for any critter that might have crawled under the fence. Also, you look for claw marks
and mud marks because the bigger gators climb the fence and throw themselves over with their tail. Oh, wow. About a month ago, we were here with a gentleman. He goes, "Oh, look, there's a little alligator." And I'm like, "Oh my gosh," because we'd heard that. And here came a great big alligator swimming across there. So we'd still have it a little longer. And then in February and March, the moms who had babies in October, this tree was toppled by a hurricane. And because it was close to a ditch, it didn't sink its roots deep for water, and so it was turned over. But the tree did not die. A live oak tree has the leaves on it year round, so it did not die, even though it was uprooted by the winds. So the Sunday school lesson is to dig your roots deep in the soil so you'll be able to withstand the trials that might come your way. But if you're tipped over, don't worry, you can recover, as you see this tree has done. So that's quite a root system, isn't it? There. Okay. Oh, wow, look at the birds out here. There we go. And so we have a lot more birds because they come here to winter. And those are, can you tell what kind? Those look like turkey buzzards, right? Yeah, they're buzzards. They're buzzards? Okay. I hate to say because I'm usually wrong, but. They got red heads. Okay. Yeah, so there's the buzzard. They don't like them there. And so this alligator up here, if he's here today, they always look at us because they think we're the cow candy, but we're not. So sometimes they follow us if they get excited, but they're pretty calm today. Lots of babies in there. Yeah. And then if we can get closer, we'll show you how they mark them. He loves that. Do you want to go take a picture? Yeah, would that be okay? You can go out. Generally, sometimes they go under if you go out, but this guy's been pretty quiet. And they say if they beat. Langsam. Jetzt rennt er weg. Wollen wir uns den Alligator mal hier angucken, der da vorne sitzt. Langsam. Wow. Oh, ja. Jetzt ist er weg. Now he's gone. Now he's gone. And this is usually Das sind die lots of Zypressen water. jetzt hier. So the picture that's I found to be one of the nicest is about right here. Stop there. Yep. And you can see the cypress knees that come up around the bottom there and grow out from the trees. That's probably the prettiest shot of one I've seen. Seen him at a distance, or they didn't do as good. Und das war echt toll. Wir waren jetzt ungefähr 2 Stunden hier, eine Dreiviertelstunde im Gebäude, haben uns alles angeguckt, haben einiges erklärt bekommen und dann sind wir etwas über eine Stunde jetzt hier rumgefahren und haben uns ja verschiedene Teile der Ranch angeguckt. Und einen Alligator haben wir gesehen, ganz viele Störche und auch andere Tiere, wenn ich mich mal hier umdrehe. Hinter uns sind so ein paar Kraniche, die da gerade das Feld untersuchen. Oh ja, hui! Eli, hey, nicht vertreiben. Nee, hier die haben eine Regel, man darf die Tiere nicht schlecht behandeln, weil dann verliert man seinen Job. Also da stand da hinten auf dem Zettel auch drauf, wer hier erwischt wird, dass er irgendwelche Tiere, irgendwelche Kühe oder so schlecht behandelt, die verlieren ihren Job und die müssen mit ihrer Familie das Gelände sofort verlassen. Und wenn jemand anders das beobachtet und das nicht meldet, dann verliert er auch seinen Job. Die haben jetzt gesagt, hier hinten gibt es so einen kleinen Pfad, da können wir mal lang laufen. Müssen einmal aufpassen, weil hier wirklich viele Alligatoren sind. Heute ist ein bisschen bewölkt, da kommen sie nicht so viel raus. Deshalb haben wir auch nur einen gesehen, ganz genau. Das ja. Daddy. Wir müssen keine Angst haben. Denise und guck mal, Mami. Wow. Dieser Gott Das ist awesome. Weg. Guck mal, hier ist ein Pfeil. Ja, habe ich gerade schon gesehen. So, wir sind jetzt hier echt Man darf hier hin. im Dschungel, ne, Eli? Und hier stehen Orangen und Grapefruitbäume. So einfach zwischen den Palmen und die sind riesengroß. Also die sind so hoch, da kommt man schlecht an, aber wir haben gerade schon 2 Grapefruits ergattert.
guck mal dir die da an. Die riechen so toll, ne? Guck nach Spinnnetzen, die sind so unsichtbar. Da rechts, guck mal, da ist auf dem Oh, riech mal. Die wilden Pampelmusen. Wild. Ja, sind, Riechen gut? ja, aus dem Dschungel. Wir sind hier am Dschungel. Ja. Meine Hände Oh, die duften echt. eine Schlange. Hast du eine Schlange gesehen? Nein. Und wenn Nein? wir eine Schlange sehen, töte ich die aber. Okay, mit dem Stock? Ja, mit dem Stock. Ich Okay. hau mit dem immer auf den Kopf. Soll ich sagen, warum? Warum? Im Kopf ist das Gehirn ja. Und wenn das Gehirn zerstört ist, dann ist sie tot. Ach so, ja, das klingt logisch. Gehirn zerstört ist. Was? Und ich werde ihr Gehirn zerschlagen mit dem Stock. Und dann Ja, aber die Alligatoren springen bestimmt nicht auf diesen Steg, um dich zu greifen, Emmy. Oh, da sind noch mehr Grapefruits. More Grapefruits high up on the tree. Stock schmeiß ich dir mal eben hin. Achtung, Emmy. du siehst nicht, dass ich... Ja, ein bisschen morsch sieht sie schon aus, Emmy, ne? Wir kommen jetzt hier zu Loch, wo ein Schuh durchfallen könnte. Ein Alligator. Gib mal das Handy her, bitte. Ich will Fotos machen. Ja, ich filme gerade hier. Ich will Fotos machen. 2 Stunden später. Wir sind hier beim Chorkonzert von den Mittel- und Highschool-Schülern, wo die Besten ausgesucht worden sind, hier mitzumachen. War echt toll. So, wir sind jetzt aus dem Konzert raus. War echt super. Jetzt sind wir hier mit unseren Freunden, die wir noch aus den Uni-Zeiten kennen und die wir ganz, ganz lange nicht gesehen haben. War echt super. So, jetzt unsere Freunde hier aus Florida. Alle sagt mal Hallo. Say hi, everybody. This is Eve. She is my armrest. That's cool. All right. Cool. Money. And Emmy is tired or cold or something here. Lightness can. Okay, cool. Well, it's great to see you guys. Bye. Auf Wiedersehen. That's German. Say that. Du. Auf Wiedersehen. Cool. Ja, das ist somit das Beste an unseren Trips, ist einfach wieder alte Freunde zu sehen, die wir ganz, ganz lange Zeit nicht gesehen haben. Oder deren Kinder und sehen, wie unsere Kinder mit deren Kinder sich anfreunden. Also das ist echt toll. Ne? Das ist echt schön. Und Jakob und Ellie sind beide bei PYU geboren worden und waren als Babys da. Ja. Und jetzt auf einmal 14 Jahre alt. Sagenhaft, die Zeit, die rast. Wir hatten jetzt überlegt, noch zum Fischer Museum zu fahren. Ist kein Scherz, heißt echt so. Und das ist da, wo die ganzen Schätze, die man hier so in der Gegend gefunden hat, ausgestellt werden. Wahrscheinlich nicht alle, aber ein Großteil. Aber die machen schon in kurzer Zeit zu, hier in der nächsten Stunde. Und das lohnt sich dann heute nicht. Deshalb sind wir zum Strand nochmal gefahren. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Cocoa Beach. Das heißt hier Pineda Beach beim Air Force Base direkt nebenan. Und es ist ein bisschen windig, was man, glaube ich, auch an den Wellen sehen kann hier. Aber trotzdem total schön hier lang zu laufen. Cocoa Beach. Wir haben es geschafft. Cocoa Beach. Ach, guck mal da vorne, die ganzen kleinen Vögelchen. Ich frage mich, was da los ist. Oh ja. Weiß ich auch nicht. Was ist das? Schildkröte? Dreh's mal um, zeig mal her. Sagt auf dem Eiwort, was die Bademeister. Aber von der Schildkröte sind die eigentlich weiß. Frag mal Jakob, der kennt sich ja mit sowas aus eigentlich. Bademeister.
alle wie festgewachsen. Ja, Das ist ja amüsant. Und die dicken Tauben daneben. Also ich weiß nicht, warum hier Tauben sitzen. Das ist echt ich hab doch gerade gesagt, mysteriös. Wir denken, die Tauben, sie wären Möwen. Kann auch sein. den Alligator da drin sein, den Ja, das wäre was, wenn das ein Alligator-Ei wäre, ne? Ja, und ich habe eine Affenklaue gefunden. Hallo! Alligator-Eier sind aber weiß. Nee, schick. Kann ich schön deinen Rücken mit nachkratzen nachher? Ja, wunderschön, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Schön nach dem Duschen, ne? Genau. Ja, Mami, weißt du, welches Ei Ekelhaft. oben weiß ist, weiß unten schwarz Ich ist? habe keine Wenn Ahnung. ihr es wisst, schreibt in den Kommentare. Ja, genau. Wenn ihr's Zeig mal wisst, von hinten, was dass das so leicht offen ist. Wir haben keine Ahnung. Das fühlt sich an, als ob da was drin ist, aber auch so ein bisschen hohl. Also. Und es riecht irgendwie. Vergammelt. Das ist schon älter, weil hier oben bilden sich halt schon so alt. Ja, aber vielleicht ist es auch ein ganz altes Ei von Dinosaurier, was in ein paar Jahren schlüpft. Genau. Kann noch Kann sein. sein. Wegen das behaltet man es besser in den Händen. Also wenn ihr denkt, das ist ein Dinosaurier-Ei oder wisst, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Bitte. Wir wollen wissen, was es ist. Vielleicht müssen wir es in Gehege bauen.